Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Trek Fetch Plus 2 und das ist ein E-Lastenrad von einem der größten Fahrradhersteller der Welt. Deswegen könnt ihr es wahrscheinlich bedenkenlos kaufen. Abonniert den Kanal. Aber es gibt mehr darüber zu sagen und das mache ich in diesem Video. Trek wurde 1976 in Waterloo, Wisconsin gegründet und ist mittlerweile die größte Fahrradmarke der USA. Und sie bedienen das komplette Spektrum des Fahrrads. Alles, was man sich irgendwie wünschen würde, kann man sich von Trek kaufen. Und nun auch Lastenräder. Es ist allerdings nicht der erste Versuch von Trek, Lastenräder auf den Markt zu bringen. Vor 10 Jahren haben sie mal mit dem Transporter Plus einen Versuch gestartet, waren aber vielleicht etwas zu früh dran. Jetzt gibt es 2 neue Modelle, einmal das Trek Fetch Plus 2 und das Trek Fetch Plus 4. Das Trek Fetch Plus 2 ist ein kompaktes Longtail-Lastenrad und mit kompakt meine ich wirklich klein. Das ganze Fahrrad wirkt, wenn man davor steht, unglaublich klein und niedlich. Wir haben hier eine Gesamtlänge von unter 2 Metern und das wird dadurch erreicht, dass Trek dem Rad 20 Zoll Räder spendiert hat. Dadurch wird der Radstand trotzdem möglichst groß, um eine möglichst gute Raumausnutzung zu haben und der gesamte Schwerpunkt wandert nach unten. Und Trek hat auch einige seiner Designspezifikationen, seiner Designphilosophien in dieses Rad einfließen lassen. Achtung, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Wenn ihr keine Fahrradnerds seid, dann könnt ihr mal ins nächste Kapitel springen. Das Design leitet nämlich einige Spezifikationen von den anderen Trek-Rädern, wie ich das gesagt habe. Wir haben auf der einen Seite hier dieses bauchige Steuerrohr, das viele Trek-Räder haben, dann das massive Unterrohr, wo auch die Batterie mit integriert ist und auch das Sitzrohr, das hier unten so weiter aufgeht und somit eine fließende Form in den Bereich des Tretlagers bildet. Trek zeigt hier wirklich seine ganze Erfahrung im Bau schöner Fahrräder. Aber auch technisch und konstruktiv ist das echt interessant. Wir haben hier vorne noch ein verhältnismäßig klassisches Rohr, um halt die Rahmenstabilität zu gewährleisten. Und auch hier oben sind Rohre, Aluminiumrohre. Das Teil hier unten aber, da wo das Ausfallende dran ist und auch das Trittbrett hier hinten ist ein gegossenes Aluminiumteil. Und das wird dann mittels Schweißnähten mit dem Rest des Rahmens verbunden. Und das Besondere ist auch, dass diese Teile links und rechts so gestaltet sind, dass es genau für die Teile ausgelegt ist, die hier mit dem Trek verbaut werden. Und ein weiteres spannendes Detail befindet sich hier. Denn das ist das SRAM UDH, der Universal Derailleur Hanger. In der Vergangenheit war das so, dass jeder Fahrradhersteller bei Schaltaugen sein eigenes Süppchen gekocht hat. Und diese Situation wurde jetzt in Zeiten der Steckachsen nicht unbedingt verbessert. Und deswegen hat SRAM sich vor einigen Jahren gesagt, wir machen mal ein Teil, das möglichst universell einsetzbar ist für moderne Fahrräder. Und herausgekommen ist das UDH. Das heißt, wenn auch immer du ein Problem mit deinem Schaltauge hast, das irgendwie verbogen ist oder so, du gehst einfach nur in den Laden, fragst nach einem SRAM UDH und damit kann dann hoffentlich jeder was anfangen. Eine Besonderheit beim UDH ist, dass es auch das direkte Gegenstück für die Steckachse ist, denn hier sind vorne und hinten Steckachsen verbaut. Und das macht natürlich die gesamte Radaufnahme möglichst stabil, beschränkt das Ganze allerdings auch auf eine Kettenschaltung. Und dann hier oben sind auch alle Kabel und Leitungen von hier oben über den Steuersatz oder die Steuersatzkappe in den Rahmen integriert. Das finde ich sehr schick. Das war es jetzt mit dem Nerd Talk. Jetzt gehen wir wieder zu Punkten, die für alle interessant sein dürften. Nämlich zuerst mal die Positionierung des Akkus. Der ist nämlich hier in diesem Unterrohr versteckt. Nicht so richtig, man sieht sofort, dass hier irgendwie eine Lücke ist. Aber auch hier wiederum hat Trek sich für diese Lösung entschieden, weil es mehrere Vorteile hat. Auf der einen Seite kann man das hier öffnen und dann schnappt der Akku gleich so raus und man kann den dann mit einem einfachen Griff entnehmen. Und dieser Akku ist auch cool, weil der hat einen Tragegriff.
Und wer ab und zu mal mit einem 625er oder einem 750 Wattstunden Akku hantieren muss von Bosch, der weiß, die sind ganz schön schwer zu tragen. Dieser hier ist dank dieser Konstruktion sehr einfach zu tragen. Und dadurch, dass der Akku eben seitlich entnommen wird, fließt auch nicht so viel Wasser bei Regen hier in diese Akkuschachtaufnahme und die Elektronik, die sich hier unten befindet, bleibt größtenteils trocken. Und wenn man es wieder einsetzen möchte, und dann schnappt er zuverlässig ein und ist auch ganz gut gegen Diebstahl geschützt. Aber wenn ihr das Rad irgendwo abstellen könnt, wo ihr es auch laden könnt, dann gibt es hier auf der anderen Seite auch einen Ladeport direkt am Fahrrad, sodass ihr den Akku nicht jedes Mal rausnehmen müsstet. Und ein weiteres Detail, was diese Akkupositionierung an der Seite möglich macht, ist das hier. Flaschenhalterösen. Aber das sind nicht die einzigen, gehe ich später noch drauf ein. Das Cockpit hier oben besteht aus so einem richtigen breiten Cruiser-Lenker, der auch einiges an Rise hat, um den Lenker noch mal eine ganze Ecke weiter nach oben zu bekommen. Und auch noch ein englisches Wort, Backsweep, also die Griffe, die Lenkergriffe gehen so ein bisschen weiter nach hinten, um eine richtig entspannte Griffposition zu bekommen. Und für die Bedienung baut Trek auf das neue smarte System von Bosch und baut standardmäßig hier das Smartphone Grip ein. Aber wenn ihr nicht euer 600 bis 1900 Euro Smartphone hier vorne am Lenker dran haben wollt, dann lässt sich auf die gleiche Aufnahme auch einfach ein Kiox-Display setzen. Kiox 300 oder Kiox 500 und dann habt ihr alle wichtigen Informationen, auch ohne dass ihr ein Smartphone damit koppeln müsst. Aber das Trek Fetch Plus 2 ist ja ein Lastenrad und deswegen sprechen wir jetzt mal über Gepäckträger. Das Besondere an diesem Gepäckträger hier hinten ist, dass er fester Teil des Rahmens ist. Das gibt natürlich dem ganzen Fahrrad eine Form, so dass alles so ein bisschen aus einem Guss aussieht. Und Trek hat es auch hinbekommen, das Ganze hier in so ein Fachwerk zu bekommen mit verhältnismäßig filigranen Streben, die aber trotzdem eine große Stabilität haben. Der Gepäckträger hier hinten lässt sich mit 2x36 Kilo belasten, was 72 Kilogramm insgesamt ist, also jede Menge für so ein kleines Fahrrad. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Accessoires, mit denen sich das Fetch Plus 2 auf den jeweiligen Zweck anpassen lässt. Hier haben wir zum Beispiel das komplette Family Kit verbaut. Also hier einmal diese Trittbretter, die schön verarbeitet sind und die auch hier so ein bisschen Tape draufgeklebt haben in einem sehr hübschen Muster. Also das sieht so ein bisschen verspielt aus, das finde ich echt nett. Und das sorgt natürlich dafür, dass Dinge und Kinderfüße nicht so einfach hier abrutschen. Dann haben wir hier diesen Bügel, den finde ich ebenfalls ziemlich interessant, denn der ist verhältnismäßig leicht, ist aus Aluminiumrohren zusammengeschweißt worden und der hat hier auf der Rückseite 2 und hier vorne auf der Vorderseite 2 Flaschenhalterösen, mal wieder. Also insgesamt lassen sich hier 5 Flaschenhalter an diesem Fahrrad montieren. Das finde ich ziemlich gut, besonders wenn man zu dritt unterwegs ist. Und dieses Family Kit hat dann natürlich noch 2 Sitzflächen. Die werden hier mit solchen Halterungen direkt auf der Ladefläche bzw. auf den Gepäckträger verschraubt, fest befestigt. Das heißt, die kann man auch nicht einfach so mal abnehmen. Die sind schön gepolstert, sind aus einem Material, das sich nicht mit Wasser vollsaugen und haben hier hinten so eine leichte Kante drin, damit man eben weiß oder das Kind eben weiß, wo das Ende des Sitzes ist. Und hier bei diesem Bügel befindet sich dann hier auf der Rückseite noch ein gemütliches Polster, damit sich das hinten sitzende Kind anlehnen kann. Wenn ein kleineres Kind hinten sitzen muss und man einen klassischen Kindersitz verwenden möchte, dann kann man hier diesen rückwärtigen Bügel recht einfach entfernen und dann einen Kindersitz hier hinten draufsetzen, bei dem man dann zum Beispiel auch eine Wipp- oder eine Neigefunktion nutzen kann. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht Trek eigentlich dafür, damit hier sitzende Kinder vor Angriffen der Speichen oder der Kassette geschützt sind? Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, im Family Kit befinden sich solche Netze, die man dann einfach hier befestigen kann und dann kommt auch nichts in die Speichen. Aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit. Es gibt nämlich große Taschen sind es nicht wirklich, große Packkörbe, Pack-Kunststoffbehältnisse, die sich hier fest mit dem Rahmen und diesen Trittbrettern verheiraten lassen. Und die erfüllen mehrere Zwecke. Der Zweck Nummer 1 ist natürlich, steht hier extra draufgeschrieben, Cargo. Hier lassen sich alle möglichen Sachen einfach reinschmeißen. Das ist ja ein Ding, das viele Long Johns bieten, aber viele Longtails nicht, dass man einfach mal Dinge irgendwo reintun kann. Und hier bei diesen
ich nenne es jetzt einfach mal Körben, ist es einfach so, dass man alles reinschmeißen kann. Und auch die Füße der Kinder finden hier einfach Platz. Das Problem ist natürlich, die sind nach oben offen. Das heißt, wenn es regnet, muss man immer entweder die Sachen nochmal extra vor Wasser schützen oder aber man kauft einfach Sachen, die wassergeschützt sind und kann sie dann hier reinlegen. Der Vorteil ist aber, dass hier unten Ablauföffnungen sind, sodass es nicht im Laufe der Zeit immer voller wird, sondern das Wasser einfach ablaufen kann. Und das Coole an dieser Korbsituation ist, dass sich auch Kindersitze hier einfach draufsetzen lassen und die Beinstützen der Kindersitze hier ebenfalls in diese Körbe reinragen können. In diesen Körben befindet sich dann auch das gleiche Muster, was wir schon auf den Trittbrettern gesehen haben. Das finde ich ein schönes Detail. Und hier auf der Außenseite befinden sich an den Kanten noch zusätzliche Reflektoren, sodass man sieht, wie breit dieses Fahrrad ist, wenn man das von hinten oder vorne anleuchtet. Und eine ähnliche Lösung gibt es dann auch noch für hier vorne. Trek verzichtet bei dem Fetch Plus 2 auf einen klassischen Frontgepäckträger, wie ihn die meisten anderen Longtail-Lastenräder haben, sondern sie haben ihre eigene Lösung mit einem kleinen Gepäckträger hier vorne wiederum an der Gabel. Deswegen ist die auch so stabil gefertigt, wo dann links und rechts noch zwei weitere solcher ähnlichen Körbe dran gebaut werden können. Die sind dann eine ganze Ecke kleiner, aber da kann dann zum Beispiel auch ein Rucksack oder ein kleiner Einkauf etc. reingeladen werden. Und das Schöne ist, diese Teile gibt es nicht nur in schwarz, sondern theoretisch kannst du dein Fetch Plus 2 zu einem richtigen Harlequin-Fahrrad machen. Also gerade für Familien mit kleinen Kindern macht das richtig Spaß. Das Einzige, wo es noch ein kleines Fragezeichen gibt, ist das hier. Denn dieser Raum hier zwischen dem Sitzrohr und dem Gepäckträger ist noch ungenutzt. Ein weiteres interessantes Detail ist der Ständer hier. Denn erstmal ist der außergewöhnlich breit. Der ist etwa genauso breit in der Standfläche, wie die Außenseiten der Trittbretter breit sind. Und wenn man den jetzt nach oben klappen würde, dann hieße das natürlich, dass sich der Ständer komplett unter der Ladefläche befindet. Aber Trek hat auch daran gedacht und dem Ständer hier so einen kleinen Pinökel spendiert, dass, wenn diese großen Boxen montiert sind, man den einfach aufstellen kann. Ist allerdings nur auf der linken Seite. Jetzt aber Butter bei die Fische. Wie fährt sich das Trek Fetch Plus 2? Um das herauszufinden, müssen wir erstmal wissen, wie man darauf sitzt. Und das Besondere bei diesem Fahrrad ist, dass wir hier eine Teleskopsattelstütze haben. Dieser Sattel lässt sich in zwei Stufen mit zwei Sattelstützen quasi in der Höhe verstellen und bietet somit Platz für kleine Menschen als auch für große Menschen. Und das Besondere hier ist auch, dass sich das hier arretieren lässt. Also diese obere Sattelstütze bekommt man nicht einfach raus, was die gesamte Einstellung so ein bisschen vereinfacht. Auch der Vorbau lässt sich hier in der Neigung verstellen, sodass man eine entweder sehr sportliche oder sehr aufrechte Sitzposition hinbekommen kann. Allerdings ist dafür immer ein Werkzeug notwendig. Ich habe es jetzt mal so eingestellt, wie ich damit fahre und setze mich mal drauf. Dafür muss ich hier einen recht niedrigen Einstieg überwinden. Das ist tatsächlich einer der niedrigsten Einstiege, die ich bei einem Longtail bisher gesehen habe. Und wenn ich mich jetzt hier mal so drauf setze, dann kann man sehen, ich sitze verhältnismäßig aufrecht, sitze aber nicht hoch genug mit 1,96 m. Das Bein ist ein bisschen zu stark geneigt für meinen Geschmack. Ich müsste also etwas höher sitzen, würde mir dann allerdings auch noch wünschen, dass der Lenker noch etwas höher wäre. Also ich würde sagen, Menschen bis 1,90 m finden hier definitiv eine gute Sitzposition und auch deutlich darunter mit 1,55 m zum Beispiel findet man auf jeden Fall auch gut Platz. Aber jetzt, wo wir das wissen, fahren wir doch mal los. Das Trek ist gepackt. Wir haben die beiden Mitarbeiter, die Säcke in dem Fahrrad drin, hier in den Seitentaschen. Das Smartphone ist jetzt hier mit dem smarten System gekoppelt. So, und als allererstes machen wir gleich erstmal einen Bremstest aus 25 km/h. Und wir bremsen da vorne bei dem Gully einmal auf. Also wir haben jetzt einen Bremsweg von etwa 4 Metern. Ich habe da vorne bei dem Gully angefangen zu bremsen und bin jetzt hier zum Stehen gekommen. Das ist völlig in Ordnung. Obwohl die Last hinten drauf ist, ist das Hinterrad ein bisschen gerutscht. Also das war auch das Ende der Bremsleistung. Und die Bremsleistung ist in Ordnung. Auch das Gefühl hier an den Bremshebeln bei den Tektro Dorado, das ist angenehm. Also die Bremsbetätigung ist schön leicht und man merkt gleich, wie das Fahrrad dann verzögern möchte. Und man könnte im Zweifel auch mit 3 Fingern hier bremsen.
wenn man nicht so viel Kraft in den Fingern hat, kommt man auch auf jeden Fall zuverlässig zum Stehen. Was jetzt hier bei dieser Straße ein bisschen auffällt, dass das Fahrrad natürlich komplett ungefedert ist und deswegen Unebenheiten natürlich schon ein bisschen merkbarer sind, als wenn man eine Federgabel hat. Aber die Reifen machen eine gute Arbeit und schlucken das ganz gut weg. Allerdings härtere Kanten werden natürlich auch durchgetragen. Wenn man jetzt hier so ein bisschen sich in die Kurve legt, dann ist das Fahrrad zackig abgestimmt und es möchte so ein bisschen weiter in die Kurve rein. Aber der breite Lenker sorgt dafür, dass man viel Kontrolle über das Rad hat. Beim Beschleunigen merkt man, dass der Antrieb natürlich sehr effizient arbeitet und man kann dank des starken Motors auch aus schwieriger oder schwereren Übersetzungen gut beschleunigen. Wenn ich mich jetzt hier am Ende der Unterstützung befinde, so bei 26 km/h, dann ist die Trittfrequenz angenehm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige noch ein bisschen langsamer treten wollen würden. Die Reifen haben auch hier auf Schotter einen guten Grip. Offroad und auch Onroad sind die richtig gut. Die Schwalbe Pickup. Was sie allerdings auch haben, ist so eine leichte Vibration, die dann durchs Fahrrad getragen wird. Bei Kanten ist es so, dass die Last hinten drauf schon das ein oder andere Mal hüpft. Das kann der Reifen ebenfalls nicht ganz ausgleichen. Für mich auf dem Sattel ist es allerdings nicht unangenehm. Ich sitze ziemlich zentral zwischen den beiden Rädern und habe jetzt gar nicht unbedingt das Bedürfnis irgendwie nach mehr Federung. Die Sitzposition ist gut. Ich würde mir halt wünschen, etwas höher zu sitzen, damit ich meine Beine noch mal anders ausstrecken kann. Aber es ist halt auch nicht jeder so groß wie ich, ne? Komme ich da hoch? Ja, also dank der niedrigen, kleinsten Übersetzung kommt man auf solche Rampen, solche steilen Rampen echt gut hoch. Und ich glaube auch, wenn man in einer Gegend wohnt, wo man wirklich stärkere Steigungen hat, dann bietet die Kassette eine ausreichende Bandbreite, um auch längere Steigungen mit der Motorunterstützung halt gut hochzukommen. Und der wichtigste Test von allen ist natürlich die Fahrt auf den mächtigen Jerusalemsberg. Und das machen wir jetzt. Wir sind in einer kleinen Übersetzung, machen natürlich den Motor wieder an, ne? In den Turbo-Modus, nehmen eine hohe Trittfrequenz und verhältnismäßig wenig Leistung und gucken, wie schnell uns das Rad mit dem Motor hier hochträgt. Jetzt muss ich ein bisschen hochschalten. 90er Trittfrequenz, 15,2 km/h und jetzt sind wir bei 14,8, 15 km/h bei knapp 170 bis 200 Watt. Also das ist ein guter Wert. Ich habe es nicht anders erwartet. Wir kommen relativ schnell hier hoch. Und ich war hinten auf der Kassette noch längst nicht ganz unten. Also ich weiß, es gibt wenig Berge, die so steil sind wie der Jerusalemsberg. Aber auch da kommt man hoch. Ja, so fährt sich das Trek Fetch Plus 2. Es ist verhältnismäßig agil und zackig abgestimmt, aber dank des breiten Lenkers hat man trotzdem jederzeit eine sehr gute Kontrolle über das Fahrrad. Durch den sehr niedrigen Einstieg ist es im Tretlagerbereich teilweise etwas weich. Da kommen so leichte Vibrationen, leichte Schwingungen durch. Aber die Ladung hier hinten drauf, die sitzt wirklich fest und auch wenn man das Rad schwer belädt, fährt es sich nicht grundlegend anders, als wenn es unbeladen ist. Und das ist natürlich was Gutes, weil ein Lastenrad will man vielleicht ja auch mal beladen. Das sind jetzt die Fahreindrücke zum Trek Fetch Plus 2. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationsthemen und den Preisen. Das Trek Fetch Plus 2 gibt es in der Basisausstattung für 4.999 € unverbindliche Preisempfehlung. Und das Testrad hier mit den Schutzblechen, mit dem Family Kit und diesen Seitentaschen kommt auf einen Gesamtpreis von 5.559,97 €. Wiederum unverbindliche Preisempfehlung. Wir konnten dieses Fahrrad jetzt schon einige Zeit fahren und ich mache erst jetzt dieses Video, weil noch ein Teil gefehlt hat. Über unsere Erfahrung, was wir alles mit dem Rad erlebt haben und wie wir das bewerten, werden wir noch ein zweites Video machen. Das könnt ihr dann sehen, darauf könnt ihr euch freuen. Aber was ist jetzt eure Meinung zum Trek Fetch Plus 2? Wäre das Longtail-Lastenrad eurer Wahl oder vermisst ihr irgendetwas? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.